Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's ganz gut. Heute gibt's mal wieder ein neues Video, nämlich von Magdeburg. Und jetzt haben wir ein großes Fragezeichen, nämlich vielleicht gibt es doch keinen Eda Schuri-Wechsel, weil der FCM sich gerade so ein bisschen schwer tut in den Verhandlungen. Und dann gibt's noch ein paar weitere Infos. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo dafür mehr. Würde mich sehr supporten. Dankeschön. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen, natürlich auch. So, fangen wir direkt damit an. Das Rennen um Zakaria Elashuri spitzt sich zu. Der erste FC Magdeburg soll wohl zögern, während Casablanca den 17-Tore-Star ins Visier nimmt. Geht der FCM nun leer aus? Das ist die große Frage, die wir uns stellen. Im Endeffekt mache ich dann mal noch so ein kleines Fazit, was ich ziehe. Und ja, ich wurde schon ein paar Mal öfters gefragt in letzter Zeit, ob denn der Wechsel nun durchgeht. Meine Infolage war immer die gleiche, dass der FCM der einzige Verein ist, der ihn will und dran ist an ihm. Und, und er auch eigentlich zum FCM will. So. Jetzt ist auch noch noch rund eine Woche das Transferfenster offen. Der erste FC Magdeburg kann also nach den Abgängen von Tatsuya Ito und Andi Hoti seinen Kader noch auffüllen. Einer der heißesten Kandidaten dafür soll der Niederländer Zakaria Elashuri sein. Sollte der FCM jedoch an dem Topspieler der zweiten niederländischen Liga tatsächlich dran sein, bekommt er jetzt weitere Konkurrenz von anderen Vereinen. Der 17-Tore-Mann ist offenbar heiß begehrt. Und das ist absolut verständlich. Die Statistiken sagen alles für ihn aus und er macht echt krasse Spiele. Warum dann der FCM nicht einfach die 300.000 hinlegt, ich verstehe es nicht. Vor allem, wenn man bei 220.000 ist. Das ist für mich unverständlich, wenn man dann so einen guten Mann hat, der ein sehr, sehr ähnliches Profil wie vor allem ein Martin Kars hat. Daher habe ich da viele Fragezeichen im Kopf, wieso man denn dann keine Lust darauf hat, so einen Spieler mal fest zu verpflichten. Ähm, ja, finde ich ein bisschen krass. Vor allem, weil jetzt andere Vereine kommen, die auch das Potenzial haben. Es kommt so ein Heimatverein, kann man sagen. Ja, alles sehr schwierig zu bewerten. Ich glaube, ich habe das aber ganz gut in Worte schon gefasst, dass er definitiv zum FCM will. Ob das jetzt mittlerweile noch ist die andere Frage. Der Verein hat, glaube ich, auch nicht mehr so richtig Bock mit uns zu verhandeln. Aber wie gesagt, der FCM muss jetzt die 300.000 klar auf den Tisch legen, sonst gehen wir nicht den Deal ein. Und ich glaube, dann verlieren wir definitiv einen Spieler, der sehr, sehr gut für uns wäre. Deswegen verstehe ich die Diskussion da nicht, wieso man denn nicht die 80.000 auf den Tisch legt, die man definitiv hat und haben muss. Ja, das Portal africafood.com berichtet, dass der marokkanische Topverein Wydad Casablanca an dem niederländischen-marokkanischen Spieler dran sein soll. Ferner seien die Verhandlungen mit Elashuri sogar bereits fortgeschritten. Über die Verlässlichkeit der Quelle lässt sich allerdings nicht viel sagen. Das ist die ähnliche Situation, wie wir das auch schon mit uns hatten. Dass Berichten zufolge der FCM klar dran ist. Das ist aber ein detaillierteres Gerücht, da glaube ich fest dran, dass es auch so ist, zu 99%. Ja, es geht halt wie gesagt um nur 80.000 Euro. Jedoch gibt es auch da noch ein Gerücht, dass er schon einen Vorvertrag in der ersten niederländischen Liga hat. Aber dann wären nicht so viele Vereine an ihm dran. Ich glaube, damit können wir uns definitiv einigen, dass das nicht der Fall ist. Zudem hat er das auch dementiert. Ja, der Verein fordert 300.000, wir wollen nur 220.000 zahlen. Man könnte sich auch einfach in der Mitte äußern, sagt, Jungs, 260.000, dann passt das. Ja, so schwer sollte das eigentlich alles gar nicht sein. Ich weiß nicht, wieso sich da beide Vereine das Leben schwer machen, vor allem wenn der Spieler weg will. Ist eine ähnliche Situation wie bei Arschland, außer dass Arschland noch gegen uns komplett geschossen hat und es immer noch macht, ja. Ist eine gute Frage, wieso das dann so zustande kommt, dass dann nicht der Verein einfach. Na klar, wird der Verein Geld, aber der hat ja gut Geld auf dem Tisch, vor allem für einen Zweitligisten in der niederländischen Liga. Da muss man ganz ehrlich dann viele Fragezeichen haben, wieso das denn dem Jungen so schwer gemacht wird. Obwohl er jetzt natürlich auch definitiv zu einem Top-Verein in Marokko wechseln könnte, was natürlich auch für ihn gut wäre und die haben sicherlich auch nochmal ein bisschen mehr Geld als wir. Sehr wahrscheinlich zumindest auf dem Konto. Deswegen können die 300.000 locker hinlegen.
Ja, aber das Werben um den treffsicheren Angreifer läuft offenbar auf Hochtouren. Es ist aber auch wirklich kein Wunder. In den vergangenen 23 Pflichtspielen in der Keuken Campion Divisie traf Idashuri 17 Mal und legte zweifach auf. Zum Vergleich, FCM-Stürmer Martin Karas erreichte in derselben Liga vor seinem Wechsel nach Magdeburg in 38 Spielen 21 Tore. Und das ist natürlich dann ein sehr, sehr ähnliches Kaliber, wenn nicht sogar noch besser. Also man sollte da auf jeden Fall zuschlagen, meiner Meinung nach. Allein am Freitag, beim 3-0-Sieg gegen die Reservemannschaft von Ajax Amsterdam, netzte Idashuri für seinen Verein gleich zweimal. Sein dritter Doppelpack in der laufenden Saison gegen Kars Ex-Verein gelang ihm sogar noch ein Hattrick. Was auch nicht schlecht ist, muss man auch an dieser Stelle mal sagen. Ja, man merkt, der Junge kann was. Und das könnte auch auf jeden Fall als Minimum-Rotationsspieler in der zweiten Liga zeigen. Wenn nicht sogar Stammspieler, der würde auf jeden Fall den guten alten Burcu viel Konkurrenz auf seinem Flügel machen. Kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Und das ist ja das, was wir wollen. Aktuell hat Burcu keine richtige Konkurrenz da vorne. Meiner Meinung nach. Es gibt keinen Spieler, der wirklich an ihm richtig drankommt. Und deswegen sollte man da definitiv diese Option in Bedacht ziehen. Aber ganz wichtig, wie gesagt, wir können bis zum 3. Februar noch Transfers tätigen. Und ich bin auch immer noch für einen Innenverteidiger. Dazu kommt dann auch noch ein Video. Danach schließt definitiv das Transferfenster. Und zufrieden ist definitiv Christian Tietz noch nicht mit dem Kader. Das hat er auch letztens nochmal im Interview gesagt, dass sie sehr dünn besetzt sind, vor allem auf den Innenverteidigerpositionen. Ich denke mal, da wird sich noch irgendwas tun. Zumindest würde ich es verstehen, weil wenn sich 2 verletzen, dann hast du nichts mehr. Dann könnte es dann abschießen vom Verein, wenn wir vor allem auf den HSV oder sowas treffen. Das darf auf jeden Fall nicht passieren. Ja, die Frage ist aber wirklich, wie realistisch ist das denn jetzt, dass wir Idashuri holen? Ich persönlich stelle es mir relativ realistisch vor. Der FCM zeigt einfach wahres Interesse. Doch die Frage ist, wie sehr will der Club den Deal wirklich noch? Oder sind die marokkanischen Gerüchte echt? Das sind alles die Fragen, die man sich aktuell stellen muss. Es ist sehr viel hin und her leider in dem Deal. Deswegen, ich war mir sehr sicher, dass wir die einfangen können. Irgendwie ist der FCM da auch ein bisschen komisch drauf. Keine Ahnung, die 80.000 könnte man auch auf den Tisch legen. Und jetzt wird es halt ein bisschen schwieriger. Der Angreifer will wohl zum FCM. Aber schafft der Club es, ihn zu holen? Zumindest intern hat er es gesagt, dass er zum FCM will. Die Frage ist, platzt der Deal oder kriegen wir ihn doch noch? Definitiv wird es sehr wahrscheinlich im Winter sein, wo die Entscheidung gefällt wird. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen. Eure Meinung würde ich gerne in den Kommentaren sehen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und damit ciao Leute.